Hi Leute, willkommen zu Lagen gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und einige andere Sachen. Heute machen wir mal was, wir überholen mal was. Upcyclen, Recyceln, naja gut, keine Ahnung wie man es heutzutage nennt. Und zwar war vor kurzem der gute Lars, den kennt ihr vielleicht, Hever, wenn euch das was mehr sagt. Der war bei mir, hat mir sein altes runden Schild gebracht. Ne? Und hat mich gefragt, ob man das Ganze nicht ein bisschen umgestalten können. Und zwar möchte der gerne diese Hirsche weghaben. Selbe Farbkonzept, rot, schwarz, weiß, nur halt der Rest weg. Leder kann man natürlich nicht überpinseln. Ne? Ich werde für das Ganze wahrscheinlich auch Flexi-Paint nehmen, weil das sieht aus, als wenn das hier, ich denke mal, das ist Leinen bemalt da. Ne? Den wir wahrscheinlich da drauf. Die Rückseite sieht noch alles gut aus. Da hat er mich auch gebeten, die so zu lassen. Das sieht doch nicht aus, als wenn da was gemacht werden müsste. Also werden wir nur die Front machen. Vielleicht hier das Ding auch noch ein bisschen mehr in Metall machen, dass das ein bisschen hübscher aussieht. Aber dann wollen wir mal anfangen. Ich hoffe mal, bei dem Riesenteil hier, dass ich das irgendwie hinkriege. Das könnte nämlich ein bisschen bei meinem Platz, den ich habe, ein bisschen eng werden. Aber Leute, ihr kennt mich, ich versuche es mal. Ne? Ja Leute, sorry, weil man mich jetzt nicht so besonders gut wahrscheinlich mehr sehen wird. Aber schon halt wieder wie immer hier in der kleinen Ecke ein bisschen wenig Platz. Na, der eine oder andere war ja schon mal bei mir im Keller, der kennt das Problem. So, jetzt nehme ich erstmal Malerkrepp. Wisst ihr, was das Geile ist? Das passt ja hier. Das ist genau dieselbe Breite, wie der weiße Streifen ist. Also erleichtert das schon mal ungemein, das Ganze hier hübsch zu kriegen. So, erstmal ein bisschen weiter. So. Bin mal gespannt, ob das funktioniert, Leute. Aber ich denke mal schon. So. Da mache ich jetzt erstmal rundherum, klebe die ganzen weißen Streifen ab. So 100%ig genau muss es Gott sei Dank nicht werden. Also, habe schon gesagt, die kriegt, also wenn ein bisschen schief und krumm ist, ist das auch nicht schlimm. Ne? Hauptsache, das Farbkonzept passt dann. Naja, mal gucken. So, ich hoffe noch, dass ich das nachher auch wieder gut abkriege. Ja, normalerweise dürfte das eigentlich gut gehen. Ich weiß auch nicht, wie viel Schichten ich dann drauf machen muss, dass das vernünftig deckt. Pinselstriche kann man ruhig auch sehen, meint er. Da bin ich mal gespannt, was ich jetzt hier aus dem ganzen Ding gezaubert kriege. Wie gesagt, der Schild ist eigentlich zu schade, dass man den halt nicht mehr benutzt. Wie gesagt, deshalb hat er mich halt gefragt, ob ich da nicht die Hirsche weg, weil das zum Charakterkonzept nicht mehr passt. Da hat echt zu schade wäre, den Schild nicht mehr zu benutzen, weil der eigentlich noch gut, wirklich noch gut in Schuss ist. Werde ich mal wieder was tun. Muss sowieso gucken, ich habe auch noch einen anderen Schild. Den werde ich wahrscheinlich jetzt auch die nächsten Tage endlich mal in Angriff nehmen. Ein Schild von Ankeron. Da ist der Griff nämlich kaputt gegangen. Da werde ich wahrscheinlich auch mal ein Video zu machen. Kann ja sein, dass sowas die Leute interessiert. Ne? So, jetzt haben wir das einmal so. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das hier am besten machen. Ich denke mal, ich werde das einfach hier so am Rand einmal rumkleben. Ich hoffe, das klappt so gut. So, ich glaube, so. So, ich nur, ob man das nachher auch wieder gut abkriegt. Ne? Also mit Flexi-Paint geht das ja eigentlich ganz gut ab, wenn man den auf Latex hat. Ja, das hier, das scheint ja Latex zu sein, aber wir machen ja auch nur hier so unten die ganz kleine Kante. Da dürfte das eigentlich auch kein Problem sein, hoffe ich mal. So. So, jetzt haben wir das hier schon mal. Dann machen wir noch den Rand.
Dann haben wir das Ganze jetzt schon mal abgeklebt. Dann würde ich mal gucken, dann brauche ich was schwarz. Das haben wir hier. Den Pinsel nehmen wir dann auch. Dann werden wir mal anfangen. Mal gucken, wie die Kamera aussieht. Die Kamera sieht gut aus. Dann werden wir das Ganze jetzt mal anfangen und versuchen mal schauen, wie das mit schwarz aussieht. Das ist das Schwarz. Den Pinsel mal hier rein. Jetzt müssen wir uns noch das Rot zusammenmischen. So. Dafür nehmen wir einen frischen Pinsel. Und ich weiß nicht, ob das dann so eine Tour. Mal gucken. Probieren das einfach mal aus. So. Guten Klecks transparent rein. Dann brauche ich irgendwas, womit ich umrühren kann. Ein Pinselstiel oder sowas. Der ist weich, ne? Dann mal was anderes. Ja. Wie gesagt, die Pinselstiele immer mal behalten, die kann man immer mal wieder gebrauchen. Dann nehmen wir ein bisschen rote Acrylfarbe, mischen die mal was unter. Und dann hoffe ich, dass das eine halbwegs brauchbare Farbe ergibt. Und nicht nachher so ein Schweinchen rosa oder irgend sowas. Kann natürlich passieren. Ich hoffe mal nicht. Also momentan sieht es noch schwer pink aus. Aber wer so Farben kennt, weiß ja, dass sich das dann noch nachdunkelt. Hoffe ich. No? So. Dann nehmen wir mal einen anderen Pinsel. Den neuen behalten wir mal weg. Wir probieren das jetzt mit dem Pinsel hier aus. Wie gesagt, das sieht jetzt ein bisschen schweinchenrosa aus. Ich hoffe mal, dass das dann noch nicht nachher wirklich schweinchenrosa aussieht. Okay, transparent deckt jetzt nicht so gut bei dem Schwarz. Vielleicht hätte ich auch ein bisschen mehr Farbe reinmachen sollen. Oder ich muss halt mit mehreren Schichten arbeiten bei dem Rot. Naja gut, müssen wir dann halt gucken. Machen wir erstmal eine Schicht drauf. Dann hole ich das Klebeband mal runter. Damit das nachher nicht, wenn es trocken ist, dann festklebt. Dann kriegen wir es nämlich ja nicht mehr runter. Naja, also das Transparent mit dem Rot, das deckt nicht so gut. Dann haben wir jetzt den schwarz-pinken Schild, schon mal die Farbe drauf. Dann gehen wir jetzt erstmal hin. Dann werden wir mal gucken, ob wir hier das ganze Klebeband runterkriegen. In der Hoffnung, dass wir da nichts vermurksen. Machen wir erstmal den Rand. Das sieht schon ganz gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Das wollte ich eigentlich nicht. Auf Seite. Eigentlich wollte ich das. So. Wie gesagt, jetzt wo es noch nicht trocken ist, kann man gut runter machen. Soweit der Plan. Weil wenn er nämlich wartet, bis das Ganze trocken ist, dann reißt er wahrscheinlich alles mit kaputt. Das ist so ungefähr, als wenn er eine Wand anpinselt. Oh, wie ihr seht, das war auch ein kleiner Denkfehler von mir. Das war jetzt auch nicht so das Optimale. Wie ihr seht, selbst beim Kleben muss man mal überlegen, wie man das am besten macht. Ne? So, wenn ihr das nämlich da nicht drunter habt, dann geht das nämlich ganz gut.
bisschen noch. Auch schon mal runter. Oh, geht wesentlich besser, wie ich gedacht habe. Das Weiß, das werden wir natürlich dann später auch nochmal neu machen. Aber das machen wir erst, wenn wir das Schwarz und das Rot deckend drauf haben. Dann kann man nämlich das auch nochmal abkleben. Und dann machen wir dann nur die weißen Streifen nochmal neu. So, dann würde ich sagen, wir lassen das Ganze jetzt erstmal trocknen. Und dann werde ich wahrscheinlich dann nochmal, auf jeden Fall da, wo die Hirsche sind, nochmal mit Rot drüber gehen. Aber erstmal abwarten, wie es aussieht, wenn die Farbe trocken ist. Das Schwarz, wie gesagt, das sieht schon gut aus. Das sieht doch nicht aus, als wenn da was durchkommt. Wie gesagt, ich habe hier noch so 3, 4 Kleckse drauf. Auf jeder Seite durch den Pinsel halt, weil ich so viel Schwung geholt habe beim Hin- und Her pinseln. Jetzt habe ich hier, ich weiß es nicht, also bei dem Schwarz waren es 3 Schichten. Dann habe ich eine Schicht Weiß drauf gemacht. Ein bisschen rumgekleckert, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Aber die roten, ich glaube, ich habe mindestens 7 bis 8 Schichten Rot drauf gemacht, damit die schwarzen Hirsche überhaupt mal gedeckt haben. Also wie gesagt, Leute, also das ist immer farbmäßig immer ein bisschen Krampf, wenn man sowas macht. So, dann fangen wir jetzt an und werden das Ganze mal topcoaten. Erstmal ein größeres Teil hier. Und dann fangen wir mal an. Nur zur Info, das ist der matte Topcoat. Ne? Erstmal über die Ränder drüber. Erste Schicht ist jetzt drauf, lassen wir mal trocknen und dann gucken wir mal, wie es dann gleich aussieht, wenn es fertig ist. Das Ganze ist jetzt soweit fertig, ist noch nicht so hundertprozentig trocken, aber man kann es, glaube ich, schon mal sehen. Ne? Ja, dann würde ich mal sagen, so ganz bisschen sieht man die Hirsche noch im Rot. Also wirklich noch ein bisschen, aber das ist noch nicht ganz trocken. Ne? Ja, dann würde ich mal sagen, fertig. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Ich hoffe, wenn ihr mal selber sowas habt, ne, dadurch das ein bisschen weiterhilft, dann sehen wir uns dann bei einem meiner nächsten Projekte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns.